Wie gefällt die kleine Stadt hier? Ich mag so eine kleinen Städte sowieso. Kleine Küstenstadt? Mitten am Ozean, Küstenstadt, nicht viel los. Wir starten ein neues Abenteuer und es beginnt hier in Coober Pedy. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute in Tambi Bay und als erstes besuchen wir die Silo Art hier. Und ich muss sagen, das haben sie richtig hübsch gemacht hier. Ja. Den Canvas, also die Leinwand, hat die Firma zur Verfügung gestellt, denen die Silos gehört. Sogar mit einem Parkplatz dazu und einer Area, wo man gucken kann. Und die Art selber ist vom südaustralischen Government bezahlt worden. Neben der Silo Art hat Tambi Bay noch 35 Street Arts. Und jetzt gehen wir mal in die City und schauen, wie viele wir davon finden. Wir sitzen hier jetzt noch am Strand von Tambi Bay und wir warten jetzt auf einen Kaffee, den wir noch ein bisschen genießen wollen. Ja. Wie gefällt die kleine Stadt hier? Ich mag so eine kleinen Städte sowieso. Mitten am Ozean, Küstenstadt, nicht viel los. Mir gefällt das Örtchen hier richtig gut. Richtig schön ruhig, richtig zum Genießen. Also man kann sich vorstellen, hier dann sich ein Haus zu kaufen und dann einfach nur da zu sitzen und die Ruhe zu genießen. Und den Möwen beim Sterben zuzugucken. Ja, so ungefähr. Wir haben Tambi Bay verlassen und sind jetzt ein Stück weiter nördlich gefahren. An irgendwas mit A. Arno Bay. Arno Bay. Wir sind jetzt in Arno Bay. Ja. Nachdem wir gestern ein Mangroven-Boardwalk in Tambi Bay gemacht haben, habe ich Peter dazu gezwungen, heute noch einen zu machen. Yippie. Ja. Wobei der Mangrovenwalk hier ist besser. Es gibt theoretisch sogar 3. Die 2, die wir jetzt gemacht haben, einen zum Strand runter und den hier inland. Erstmal sind sie viel länger. Und man kann viel mehr sehen. Ja. Blöderweise sind wir aber hier wieder bei Ebbe angekommen. Ja, guck mal. Birds. Wie wir gelesen haben auf dem Schild da, sind das hier die Mangroven. Und das da hinten mit den flachen Pflanzen, das ist das salzige Marschland. Und jetzt gucken wir nach den Fischen, die Peter gesehen hat. Da kann ich mir vorstellen, dass sich hier die Fischchen dann drin verstecken können. Ja, hatten sie ja vorne irgendwo geschrieben. Ja. Für junge Fische ist das natürlich ideal, weil durch die Bäume kommen die Vögel nicht ran. Ja. Durch das flache Wasser kommen die großen Fische auch nicht unbedingt ran. Unser lehrreicher Ausflug, der ist jetzt beendet. Und ich fand es schön, was man vorher immer aus Büchern gelernt hat, jetzt endlich auch mal sehen konnte. Oder das, was du immer bei, wie heißt er, Dingens, in den Naturfilmsendungen siehst. David Attenborough. Zum Bleistift ist halt doch irgendwo mal was anderes, wenn du die Möglichkeit hast, da lang zu laufen und direkt drinnen zu stehen und das Zu sehen. in der Natur zu sehen. Viele Leute werden sagen, langweilig, ein paar Bäume und Dingens, aber es fand ich war super entspannt. Unsere nächste Siloart. Und hier in Kaue sollte noch eine andere sein. Und da gucken wir mal, ob wir die jetzt auch noch finden. Schon imposant, diese riesigen Bilder.
Und hier haben wir Nummer 2. Nicht ganz so groß, aber trotzdem schön gestaltet. Sieht aus wie eine Perlenauster. Es fehlt nur noch ein bisschen weniger Wind, ein Egg Benedict, ein Hot Chocolate und ein Latte. Ja. Unser nächster Stopp ist Whyalla. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen wird. Wahrscheinlich nicht. Ist egal. Und Whyalla ist eigentlich bekannt dafür, dass hier, ich glaube, von Mai bis August die Schwärme von Cuttlefish durchziehen. Wir haben jetzt Dezember. Bisschen spät. Wir sind also ein bisschen spät dran. Vielleicht kommen wir irgendwann mal wieder. Und was wir aber jetzt allerdings machen, ist, wir gehen auf den Jetty. Mal gucken, ob es hier sonst noch irgendwie was gibt. Und ansonsten fahren wir danach weiter. Richtung Port Augusta. Richtung Port Augusta. Bisschen windig heute. Nur ein bisschen. Es ist nicht. Kalt. Ach ja. Nicht ganz so kalt. Kalt. Nicht ganz so kalt. Wann war es in den letzten Tagen mal nicht windig? Ja. Heike leidet ein bisschen unter dem Wetter heute. Die fühlt sich nicht 100%ig. Heike ist heute so 85 bis 90%. Gehen wir alles ein bisschen langsamer an. Das ist jetzt die Statue oder die Skulptur von dem Kettlefisch. Oh, kann man sich sogar raufsetzen. Kann man? Weiß nicht, sieht so aus, ja? Verschiebbare Handrail ist da für die, die nicht über die Obersitz gucken können. Dann können sie das zur Seite schieben. Oder für Fishing, ja. Zum Gucken kann ich mir nicht vorstellen. Du hast gesehen, die Dinger sind schmaler als ein Kopf breit ist. Also wäre ein bisschen witzlos, aber so für deine Angelroute. Ja. Von Zeit zu Zeit ist auch gesagt, dass hier wilde Delfine an den Jetty rankommen. Wir haben mal wieder Ebbe und ich bezweifle, dass da denn die wilden Delfine kommen. Ja, dann gucken wir mal jetzt, wo wir hinfahren. Ja? Wir gehen jetzt ins Vadlata Outback Center. Und mal gucken, ob sich das lohnt. Ja. Wir wissen nicht so ganz, was uns erwartet. Überraschungsboxen. Okay, auf geht's. Also wir sind jetzt wieder raus und ich fand es wirklich interessant. Sie haben sich echt viel Mühe da drin gegeben. Ja, es war super gemacht. Also das war mal das Eintrittsgeld wert. Also richtig schön hergerichtet, viele Informationen. Ja. War super. Und angefangen hat es eigentlich wirklich, wie Australien geformt wurde, bis dann die ersten Aborigines, die ersten Menschen hier im Prinzip Fuß gefasst haben. Sie haben so ein bisschen was über diese Tucker Food gesprochen. Denn die ersten Europäer, die hierher gekommen sind, das Land im Prinzip entdeckt haben und die Treks, die sie gemacht haben, die Schwierigkeiten, die sie hatten. Und dann bis zur heutigen Zeit, also war wirklich sehr, sehr schön gemacht. Falls irgendjemand mal hierher kommen sollte, es ist empfehlenswert. Ja, definitiv, wenn man durch Port Augusta durchkommt. Guckt euch das Outback Center an. Guck mal, hatten wir schon lange nicht mehr, einen Salzsee.
Wir starten ein neues Abenteuer und es beginnt hier in Coober Pedy. Und jetzt werden wir steinreich. Das bezweifle ich. Also unser Plan ist es jetzt hier ein paar Tage in Coober Pedy zu bleiben. Vielleicht 2, vielleicht 3, wissen wir noch nicht ganz. Kommt drauf an, wie das Wetter wird. So. Wir waren in Coober Pedy. Opel City und wir stehen direkt am Rand der Opel Fields. Ja, wir sind jetzt in Coober Pedy angekommen und ich muss mal ein bisschen weiter ausholen. Wer unser Video von der 3. Woche unserer Reise gesehen hat, kann sich vielleicht noch daran erinnern, dass wir gesagt haben, dass wir Birdsville eigentlich in Richtung Süden verlassen wollten. Und der Grund war, dass wir den Lake Eyre sehen wollten, um den rumzufahren und dann über Coober Pedy nach Alice Springs fahren wollten. So der Plan. Und wir haben es deswegen so machen wollen, weil es kühler ist. Dabei durch das Wasser, also durch den Regen, der runtergekommen ist, der Birdsville-Track gesperrt war, mussten wir halt Birdsville Richtung Norden verlassen und sind dann direkt nach Alice Springs gefahren. Coober Pedy wollten wir jetzt ja nicht unbedingt links liegen lassen. Wir sind jetzt halt später hier, aber jetzt ist es freaking heiß hier. Ja, jetzt wird es gut warm. Ja, und deswegen machen wir eine Tour in einer Mine von der Old Timers Mine hier. Der Besitzer von der Mine, das steht auch bei Wikicamps überall drin, der lässt also hier Leute bis zu 72 Stunden lang kostenlos stehen und übernachten. Nichts fancy, kein Wasser, kein Dingens, kein gar nichts. Das Einzige ist drin, haben sie eine kleine Box für Donations. Also wer auch immer mal hierher kommt nach Coober Pedy, die anderen kosten halt alle relativ viel Geld. Auch wenn man auf so einem Ding steht und nicht viel da ist, seid nicht so kleinlich, geht rein, gebt eine kleine Spende und dann passt es schon. Ja. Und ich glaube, wo wir geguckt haben, nur ein Caravan-Park hat Wasser gehabt, oder? Es war ein einziger und der war dann auch etwas teurer. Etwas zu teuer, ja. Ja. Und wie gesagt, der hat jetzt hier gar nichts, aber wie gesagt, dafür ist er kostenlos. Geht aber trotzdem rein, geht in den Laden, guckt euch das an, macht eventuell die Tour. Nach der Mine wollen wir dann noch mal gucken. Nebenan ist gleich ein Motel. Und da wollen wir mal gucken, wie teuer so ein Raum ist, wenn man in so einer Höhle da übernachtet. Ja. Okay, und jetzt gehen wir rein in die Untergrundmine, damit wir uns ein bisschen abkühlen. Genau, wird nämlich ziemlich heiß hier. Gut. Mal waren sie gemeint, hier in 1916 waren sie drin und haben in dem Loch $50.000 Worth of Opel gefunden in 1987. Die Mine ist in dem Zustand belassen worden, wie sie damals war. Also hier ist nichts begradigt oder sonst irgendwas. Originally haben sie 1918 hier angefangen und sind im Prinzip mit Schaufel, Pickel und Kuhhauteimern rum und haben im Prinzip praktisch das Ding so gemacht. Also nicht sehr groß hier. Und in diese Dinger ist früher wirklich ein Miner reingegangen und sind ihrem Opalschicht praktisch nachgegangen, so lange bis sie zu Ende war. Und dann haben die Bäuchlings da drinnen gelegen und haben ihren Opal rausgepickelt. Haben sie den Schacht so dünn gemacht und haben einfach rechts und links abwechselnd Löcher reingehauen und sind dann, so wie der Typ da oben, hoch und runter. Und hier haben sie dann die Maschinen für Polieren und Schneiden und sowas alles, oder? Ja, so ist ja. Der letzte Film, der auf dem Projekt da jemals gespielt wurde, war Crocodile Dundee. Ja. Fernsehen haben sie hier in Coober Pedy erst gekriegt 1980. Das nennt man mal Kunst, wa? Das in den Stein zu hauen. Und die haben dann sozusagen unten mit in der Mine gelebt? Sieht so aus. Und so leben sie heute. Hier war ein Fenster nach draußen, kleines hatten sie hier. Und Badewanne. Da haben wir nochmal.
Wir sind gerade aus dem Motel rausgekommen und eine Nacht kostet hier $180. Im Queen-Bed-Zimmer. Ja, und es ist schon reduziert. Und ich denke mal, wir streichen die Nacht in so einer Höhle. Aber was wir auch gesehen haben, die bieten Frühstück an. Und ich denke mal, das werden wir morgen früh machen. Ja, da wir direkt nebenan campen, direkt im Nachbargrundstück, laufen wir dann bloß 50 Meter rüber. Und gönnen uns dann Frühstück. Gönnen uns dann ein Frühstück, ja. Flatrate ist auch ein gutes Ding, zahlst einen Betrag und dafür kannst du dann im Prinzip am Buffet. Aber das nehmen wir uns mit. Aber wie gesagt, nee, also $180 für eine Nacht ist dann ein bisschen heftig. Wir versuchen heute unser Glück, mal ein paar Opale zu finden. So wie wir es in Jova gemacht haben, machen wir hier natürlich auch einen Versuch. Und mal schauen, ob wir hier mehr Glück haben als dort. Ich bin optimistisch. Okay. Ja, ein kleines Souvenir sollten wir schon finden. Genau. Mal schauen. Wir sind jetzt fertig mit Buddeln. Wir haben genug. Es wird jetzt auch viel zu warm. Okay, formulieren wir es mal anders. Wir sind jetzt fertig. Mit Buddeln wird es jetzt auch zu warm. Ja. Naja, mal gucken. Ich denke mal, einen klitzekleinen Sting auf einer Ecke haben wir gefunden und eventuell noch ein etwas größeres Stück. Aber das war es dann auch schon. Ja, müssen Niki erst noch bestätigen, ob es wirklich was ist oder nicht. Auf alle Fälle hat er keine Farbe. Er ist total weiß. Und ich denke mal, nicht mal ein Burger wert. Vielleicht ein Kaugummi. Ja, so ungefähr. Das sind hier jetzt die Abraumhügel, die beim Mining abgefallen sind, die jeder im Prinzip selber durchwühlen kann. Da sind hunderte von Leuten, die den schon mal halb durchwühlt haben. Also die Chancen, da was zu finden, sind relativ klein. Jeder kommt hier hin und dann hast du hier einen Berg. Und der Berg, der wird wahrscheinlich 2-mal pro Jahr um 5 Meter verschoben, weil jeder irgendwo reinbuddelt in dem ganzen Ding. Ist halt nur mehr Aber für den Spaß. Genau. Alles klar, wir erkunden jetzt die Stadt und schauen mal, was es da noch zu sehen gibt. Doch bevor wir uns in der Stadt umschauen, fahren wir zu den Breakaways. Ja, und jetzt sitzen wir hier in dem schönen Lookout und jetzt warten wir, dass jetzt gleich Mad Max hier vorbeigefahren kommt. Ja, die Aussage ist gar nicht mal so doof, weil Cuba Pedy ist Schauplatz von einigen Dokumentationen und Spielfilmen gewesen und Mad Max war einer von denen. Aber dafür, dass das Ding so flach ist, ist das mal eine schöne Aussicht. Findest du nicht? Ja. Die hat sich mal gelohnt. Genau. Weil die Landschaft ist einzigartig irgendwie. Ja, sowas in der Farbkombination. Also wie wir vorhin schon gesagt haben, Filmemacher waren hingezogen zu der Landschaft hier. Vor allen Dingen wegen der farbigen Landschaft. Und die Filme waren Fire in the Stone in 1982, Mad Max Beyond Thunderdome ist hier gemacht worden, Ground Zero und Priscilla Queen of the Desert. Wir sind jetzt am zweiten Lookout der Breakaways. Ja, die Landschaft ist hier nicht so spektakulär, aber die Farben, ja? Die ganzen verschiedenen Lagen von der verschiedenen Erde und zu verschiedenen Zeiten freigespült, sieht aus, als wenn hier irgendjemand mit dem Tuschkasten hingefallen ist. Erinnert mich so ein bisschen an diese Sandgemälde, die sie machen, weißt du? Ja, hinter diesen Glasscheiben, Genau. ne, wurde mit Sand verschiedene Landschaften, von weiß, orange, rot, braun, hellbraun, dunkelbraun, rotbraun, rostbraun, ist alles dabei. Ein letzter Blick über die Breakaways. Ja, vorhin die Movie-Settings angeguckt und in Cuba Pedy findet man ein paar Props von dem und eins ist ein Sternschiff. Raumschiff. Okay, Raumschiff. Was habe ich gesagt? Sternschiff. Okay. Eins davon ist ein Raumschiff und ich muss noch mal nachgucken, zu welchem Movie das gehört. Tada! Da ist es.
Da lässt die Filmindustrie aber auch ihren Ramsch hier stehen, oder? Wir schauen jetzt mal in die Opel Caves rein. Please use side entrance. Gut, machen wir das. Tada. Versuch Nummer 2. Also das Raumschiff ist wohl ein Movie-Prop von dem Movie Pitch Black. Das Lachen hier sagt ja eigentlich nichts. Vin Diesel soll da wohl mitgespielt haben. Und das Ding steht hier, weil wohl der Besitzer von dieser Opel Cave Mine damals für den Movie die Drehorte und Ausrüstung geholfen hat und pipapo mit allem drum und dran. Und da haben sie das Ding wohl in Brisbane gebaut. In 4 Teilen haben sie mit dem LKW hierher gebracht, haben es hier zusammengebaut, haben es für den Movie genommen. Und dann haben sie gesagt, nee, das Ding jetzt zurückzubringen wäre zu teuer. Und dann hat mehr oder weniger der Besitzer von dem Laden das geschafft, das Ding sein eigen zu nennen. Aber was dafür bezahlt hat, weiß ich auch nicht. Den Clou fand ich ja noch die Story, die er uns erzählt hat, dass wohl irgendwann mal einer hier mit dem Auto ankam, hat sich hier hingestellt und ist in seinen Kofferraum gegangen, hat sich ein Star Wars Outfit angezogen und hat sich dann da vorgestellt und Aufnahmen gemacht. Und wie ihm dann jemand gesagt hat, das Ding ist nicht von einem Star Wars Movie, war er wohl tödlich enttäuscht, weil er sich wohl total zum Löffel gemacht hat. Auch in Kubapedi findet man die Big Things of Australia. Und was kann Kubapedi besser repräsentieren als im Grunde genommen die Winde, womit das opelhaltige Gestein hochgezogen wurde aus den Schächten. Am liebsten würdest du jetzt in den Eimer reinklettern, oder? Tada! Dieses Zeug hier, was sie hingeschüttet haben, ob das auch so ein Abraum von so einer Mine ist? Bestimmt. Ich meine, könnte da denn auch Opel drin sein? Ja, kann schon sein. Zwar nur der Weiße, nur Potsch, wie sie ihn nennen. You're aber fucking kidding me. Jetzt findet er tatsächlich Opel hier. Ja. Auf dem Abfall, den sie hier in den Berg raufgeschüttet haben, um hier eine Aussichtsplattform zu machen. Ja. Ist halt, bei denen ist halt der weiße Potsch, der ist nichts wert, aber es ist Opel. Ist Opal. Ja. Liegt hier überall rum, trittst du mit Füßen. Und eigentlich wollte ich ja hier nur die 360 Grad Aufnahme machen. Da haben sie ein Schild hingestellt, wie Hollywood, für Kubapedi. Haben sie nur falsch rum hingestellt. Ja? Lesen kann man aber von hier aus nicht. Ich meine, man kann es schon, aber es ist seitenverkehrt. Kannst ja nachher die Kameraaufnahme spiegeln, vielleicht fällt es ja keinem auf. Ein anderes Stück von Filmgeschichte ist das Ende von einem Flugzeug und es wurde benutzt im Movie Fire in the Stone. Sagt mir jetzt so nichts. Von 1984, von einer Plane Crash Scene. Okay. Sagt mir auch überhaupt nichts. Aber das Kuriose ist, das Ding ist im Prinzip mitten auf dem Campingplatz, wo wir jetzt angekommen sind. Wir verlassen jetzt Kubapedi und fahren in Richtung Williams Creek. Resümee zu Kubapedi. Ich finde es eine rustikale Stadt. Ja, ist vielleicht ein ganz passender Name dazu, ja. Ich meine, du hast die Hauptstraße und sobald du in die Nebenstraßen reinkommst, hast du überall die Abraumberge. Also wenn jemand gucken will, wie die Berge aussehen, wo sie die Opale rausholen, die Stadt für dich. Wenn irgendjemand eine interessante Stadt sehen will, nicht so richtig. Wie schon gesagt, wir sind jetzt auf dem Weg nach Williams Creek und unser Abenteuer geht in die nächste Phase über. Und weil es eine unbefestigte Straße ist, müssen wir jetzt wieder den Reifenluftdruck runterlassen. Peter ist damit beschäftigt, gerade den Reifenluftdruck runterzulassen und hat mich auf was aufmerksam gemacht. Also, ihr könnt euch noch an den Video.
Wir haben jetzt so was Ähnliches gefunden. Ein Schutzhelmbaum. Das ist halt so typisch australisch. Irgendwie liebenswert, oder? Wir sind jetzt in Williams Creek und hat mehr den Eindruck einer Geisterstadt hier. Stadt würde ich sie nicht unbedingt bezeichnen. Township? Häuser? Hier ist ein Hotel und eine Flugschule, so wie es aussieht. Das ist keine Flugschule, das ist eine Fluggesellschaft. Da drüben ist eine Fahrschule. William Creek Driving Academy. Okay. Und da hinten können wir dann stehen und campen, wenn wir wollten. Aber die Fluggesellschaft, die macht die Flüge über Lake Air. Und da hinten ist auch der Flying Rock Ich denke Dr. mal Roy nicht, Service. dass wir hier bleiben, weil ich wüsste nicht, was ich hier den Rest des Tages machen soll. Oh, wir könnten die Stadt uns angucken. Ja, gut. Fertig. Okay, gut. Lass uns in den Pub gehen. Du hast dir ein Bier verdient und dann fragen wir mal, wie es mit den Lake Air aussieht, ob man da rankommt oder nicht. The best hotel in town. Tada. Es ist das einzige Hotel, oder? Ups. Hast du gesehen? Nee. Deutscher Passpass? Hat einer einen deutschen Reisepass in der Hand. Wir haben den Oodadatta-Track kurz vor William Creek gefahren und wir folgen den jetzt südlich bis in Richtung Marie. Wir sind jetzt den Oodadatta-Track weiter runtergefahren und machen jetzt Stopp auf einem kleinen privaten Gelände und die haben ein Spa hier. Und weil es so furchtbar warm ist, springen wir jetzt in erfrischende 29 Grad Celsius Wasser. Spaziert. Ja, normalerweise sind wir viel zu spät dran, ne? Weil es zu warm wird. Aber dadurch? Aber dadurch sind wir halt hier ganz alleine und können alles für uns in Ruhe selber genießen. Okay, auf geht's ins Wasser. So warm ist. Vielleicht können wir ja dann mal gucken Spaziergang hinlaufen, weil machen. jetzt ist ein bisschen warm, oder? Jetzt noch ein bisschen zu heiß, ja, denke ich mal auch. Macht keinen Spaß. Keine Ahnung, ob heute noch jemand kommt, aber im Moment gut ist auch zum Bezahlen. Also eine Viertelstunde weiter vorher hätten wir auch was war so ein alte Eisenbahn-Dingens irgendwo, da hätte man auch umsonst stehen können. Aber jetzt sind wir schon eine knappe Woche in so heißen Temperaturen und in dem ganzen Staub. Da haben wir gesagt, gönnen wir uns das mal. Aber hast du das da vorhin gelesen? Es gibt eine alte Garnroute sozusagen, die von Adelaide bis nach Alice Springs führt. Und mich würde nicht wundern, diese Railstation, die wir da vorher gesehen haben, dass die dazugehört. Also das finde ich jetzt wieder richtig klasse. Das ist ein richtig kleiner, interessanter Raum da drin. Dass sich die Leute extra Mühe machen, wenn sie so ein Ding auf ihrem Grundstück haben, dass der das erhält, ein paar Sachen reinstellt und seinen Campern der Öffentlichkeit zugänglich macht. Ja, und gelernt haben wir da drin, dass, jetzt habe ich schon wieder die Springs vergessen, Coward Springs, Ja. Coward Springs hatte ursprünglich ein Hotel und eine Bahnstation und war angeschlossen an der alten Garnlinie. Ja. Und so wie es aussieht, war das Haus hier von dem Engine Driver. Und ich glaube, wir können mal gucken, ob das da drüben ist, weil da waren Pläne drin von einem Station Master, glaube ich. Da weiß ich bloß nicht, ob man da rankommt, weil da waren nämlich noch Zeichnungen drin von einem größeren Haus. Hier war bestimmt früher denn der Wasserspeicher drin für die Loks, oder? Weil die Inspection Bay, die müsste dann dahinter liegen. Hier muss dann die Schiene gewesen sein und dann Sind die Loks rüber und dann haben sie die von unten angucken können. Mal gucken, wo man hier hintritt, wa? so
So wie es aussieht, ist kein of Wetlands, wenn hier dieser schmale Streifen, wo das Wasser reinläuft. Ja? Schöne Farbe. Ja, ist irgendwie nicht so orange oder wie es normalerweise kennst, ist eher rosa, ne? Mhm. Dem Utnadatta-Track folgend sind wir jetzt auch am Lake Eyre angekommen. Und den wollten wir ja eigentlich schon vorher machen von unserer Route von Birdsville nach Coober Pedy. Da aber die Strecke gesperrt war, konnten wir das erst jetzt machen. Dummerweise durch die Zeitverzögerung sind aber jetzt die direkten Zugangswege zum Lake Eyre gesperrt. Und wir können nur den südlichen Ausläufer vom See hier sehen. Noch ein paar Fakten über den Lake Eyre. Er ist Australiens größter See. Und er ist 144 Kilometer lang und 77 Kilometer breit. Und flächenmäßig ist er ungefähr 7-mal größer als der Bodensee in Deutschland. Von dem Volumen her, gut, der Lake Eyre ist ein Salzsee und ist meistens trocken. Man kann aber schlecht berechnen, wie viel Wasser er eigentlich halten würde, wenn er denn gefüllt ist. Also die Drohnenbilder sehen schon ein bisschen spektakulär aus. Erkennen kann man nichts, weil im Prinzip so weit wie du gucken kannst, ist nur der See. Man kann das Ende mehr oder weniger gar nicht sehen. Also nur die Salzfläche zu sehen. Die Drohne darf halt nicht höher fliegen und wie gesagt, von da aus ist es eine riesengroße Fläche bloß. Ja, durch die Wasserfälle Anfang des Jahres haben sie ja gehofft, dass er sich ein bisschen mehr füllt. Ich meine, gefüllt hat er sich schon. Deswegen war ja auch der Birdsville-Track gesperrt, weil so viel Wasser war. Und die Williams Creek, die haben ja gesagt, dass der See auch pink ist. Zumindest da, wo das Wasser ist. Naja, aber zumindest waren wir mal am größten See von Australien. A big thing of Australia. Hier ist alles ein bisschen größer. Ja. Stell dir mal vor, jetzt der See, wenn der vollständig gefüllt ist, 9.500 Quadratkilometer und der komplett pink. Ja. Und wir haben festgestellt, von der Größe her, der Bodensee ist die Vorpfütze vom Lake Eyre. Da kann man sich die Füße drin abwaschen, bevor man da dann reingeht. Ja, da kann man nicht reingehen, weil kein Wasser drin ist. Aber, und das ist ein Salzsee und der Bodensee Ja. ist ein Süßwassersee. Aber, ja. Jetzt sind wir am südlichen Ende, also mit der Drohne von 120 Meter hoch. Ich kann kein Wasser mehr sehen. Also Der Höchststand von dem Lake Eyre, also wann er am vollsten war, steht immer noch von 1974. Ja. Auch dieses Jahr, die Wassermassen haben den Lake nicht so voll gemacht, dass er den Rekord von 1974 Aber ich denke mal, gebrochen hat. selbst wenn er jetzt voll gewesen wäre und wenn das jetzt alles voll mit Wasser wäre und wir jetzt hier unten stehen, ich denke mal, das wäre fast ziemlich unspektakulär, oder? Weil du das gar nicht siehst. Ich denke, wenn du wirklich die richtigen Ausmaße sehen willst, musst du wirklich kommen und musst wahrscheinlich einen Flug buchen. Flug buchen, ja. Weil Weil ohne es das- würde wahrscheinlich aussehen mehr wie Ja. ein Meer oder als ein See dann. So, da fährt man hier auf dem Utnadatta-Track und dann findet man auf einmal so ein kleines, ja, was soll das sein? Von irgendeinem Farmer hier oder so, der da so ein paar Statuen oder wie auch immer man das nennen will, hingestellt hat. Wir haben ja gelernt, dass die Coward Springs früher eine Bahnstation hatte von dem Old Garn, also der Old Track für den Garn, also die Old, für dann, Die alte Strecke für Segan. ja, genau, die da. Hier auf dem Utnadatta Track haben wir jetzt noch ein anderes Relikt gefunden. Und zwar eine alte Brücke, wo der frühere Garn rübergegangen ist. Tada! Wo man sieht, das Ding, das steht noch. Und andere Brücken, die heute gebaut werden, die fallen schon nach 5 Jahren auseinander. Die guckst du dir an und die fallen nach ein paar Jahren schon auseinander, ja. Ups. Das ist sogar noch ein alter Mast, da ist wahrscheinlich parallel zur Straße, wenn Sie die Telegrafenleitung, steht sogar noch ein Stück von dem alten Mast. Wir haben nicht wegen der Kängurus hier angehalten, sondern wieder wegen einem Stück Geschichte. Und zwar ist das eine alte Bahnstation. Und hier kannst du noch den Bahndamm kannst du noch sehen. Der ist noch da. Da liegt sogar noch ein Stückchen Schiene rum. Ja. Und man bedenkt, dass die bei dieser Coward Spring so liebevoll die alten Sachen erhalten haben. Und wo man denn jetzt hier sieht, dass das hier so verkommt.
ich weiß auch gar nicht, ob das hier jemand gehört, weil die anderen, das war ja auf privatem Gelände. Ja. Und der hat das für seine Camper da gemacht. Wenn das natürlich keinem gehört hier, dann warum ist hier eine Bahnstation? Vielleicht war das wirklich bloß eine Station, wo sie nochmal Wasser und Rohstoffe nachgefüllt haben, Dafür finde weiterzukommen. ich aber die Größe ein bisschen übertrieben. Ne? Ja, Research, Warum das Old Ding Garn hier ist. Railway. Ja. Und dann wissen wir hoffentlich mehr. Gut, jetzt geht's weiter. Noch ein paar Kilometer und dann sind wir am Ende vom Utnadatta-Track. Die Bahnlinie war früher bekannt als oder hieß früher Central Australia Railway. Und sie wurde eröffnet 1878 in Port Augusta und dann immer erweitert bis nach Alice Springs und das war dann in 1929. Es war eine Schmalspurbahn, wurde wieder abgebaut im Jahre 1980. Also, so wie es aussieht, haben wir hier sogar noch ein Stück Schiene gefunden. Ja, da vorne scheint es schon aufzuhören. Ja. Ja. Direkt am Ortseingang von Marie. Und damit beenden wir unsere Informationstour über die alte Bahnstrecke. Tada! Okay, und wir haben jetzt auch im Prinzip das Ende von dem Utnadatta-Track erreicht. Als wir in Port Augusta unsere Pläne im Infocenter denn gesagt haben, haben die uns empfohlen, mit 2 Ersatzreifen zu fahren oder ein Ersatzreifen und ein Reparaturkit. Wir sind ohne irgendwelche Puncture von den Reifen, keine Reifenplatzer, nichts durchgekommen. Ich denke mal, wahrscheinlich die Straße ist eigentlich relativ gut gewesen. Und ich denke mal wahrscheinlich, weil viele Leute oder weil einige Leute Probleme mit ihren Reifen haben, die sind einfach zu faul und lassen ihren Reifendruck nicht runter. Und wenn du mit vollem Reifendruck fährst und dann die spitzen Steine kommen, kann ich mir schon vorstellen, dass das die Dinger regelrecht zerfetzt. Und ich denke mal, es fuhr sich eigentlich gar nicht mal schlecht. Ich habe gedacht, es ist schlimmer. Es sind 2, 3 Stellen gewesen für ein paar Kilometer, meistens um dieses Rothaus rum. Aber ansonsten, also ich habe auch gedacht, es wird schlimmer. Also ich habe gedacht, wir brauchen bald einen Tag länger. Nee, der war okay, kann man nichts gegen sagen. Und vor allen Dingen hat der für mich in meinen Augen so ein bisschen so den Glimps reingegeben, wie die europäischen Entdecker halt die Gegend hier vorgefunden haben. Ich denke mal, wenn wir Brad und Julie dazu überreden können, dass wir zusammen die Simpson Desert machen, können wir dann südlich fahren. Dann können wir die Dalhousie Springs mitnehmen, heiße Quelle. Und dann fahren wir den Utnadatta-Track vom Anfang bis Ende. Und in Marie wird auch der Abzweig zum Birdsville-Track sein. Dann den Birdsville-Track hoch, Birdsville und dann wieder ab nach Hause nach Brisbane. Und wie hört sich der Plan an, Brad? Utnadatta-Track. Und du weißt, was jetzt noch kommt? Tada! Ich habe gerade was gefunden. Was? Ich glaube, die Deutschen haben gerade geistesmäßig irgendwie einen übertriebenen Höhenflug abgelegt. Wieso? Da. Nicht hier. Nicht hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Ja, wir waren in Baden-Württemberg. Wir waren in Baden-Württemberg. Wir haben da sogar gewohnt. Wir haben 10 Jahre lang in Baden-Württemberg gelebt und gewohnt. Und ich kann dir sagen, der Aufkleber ist sehr, 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 sehr optimistisch. Also wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, Baden-Württemberg mit Australien oder Südaustralien zu vergleichen, erschließt sich mir mal wieder nicht. Ja, komm mal. Ich meine, Baden-Württemberg ist schon schön. Du hast natürlich hier... Baden-Württemberg ist super von Deutschland aus gesehen. Richtig. Aber so einen Aufkleber kann ich nicht in Australien rankleben. Warum Okay, nicht? Vielleicht reizt es ja einige Australier, mal nach Baden-Württemberg zu fahren. Tada! Happy? Ja. Dann gucken wir jetzt noch mal nach Marie rein. Dann gucken wir mal, ob wir irgendjemanden fragen können, ob jetzt wirklich die Strecke komplett durchgeteert ist, was eigentlich sein müsste. Vielleicht finden wir ja sogar irgendwo eine Tankstelle, wo es dann ein bisschen einfacher geht. Dann müssen wir halt wieder Luft auf die Reifen machen. Und dann werden wir mal sehen, wie weit wir heute noch fahren. Vielleicht gibt es ja hier sogar einen kostenlosen, dann können wir hier bleiben.
vielleicht. Wir auf alle Fälle sagen jetzt auf Wiedersehen für diese Woche. Und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst einen netten Kommentar, einen Daumen hoch, abonniert den Kanal. Und ansonsten sehen wir uns dann wieder nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Bye. Wir sind mitten in der Wüste, aber wir haben hier ein Lake Air Yacht Club für einen See, der meistens trocken liegt. Gibt uns das zu denken. Wir haben gerade noch eine Siloart entdeckt. Kamele, Pferde, Kängurus, Schlangen. Pferde, habe ich glaube ich schon gesagt. For sale. Das Ding wirklich zu verkaufen?